Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Trends im Jahre 2021 Video, was euch im Jahre 2021 erwarten wird. Und zwar heute mit dem Bereich IT Security. Ich glaube, das interessiert die allermeisten hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, das macht Sinn bei der Anzahl an Playlists, die ich zu diesem Thema habe. Und wir wollen anfangen direkt, allerdings lasst mich noch kurz was dazu sagen. Das wird wahrscheinlich das letzte Trends-Video dieses Jahr werden. Wir machen aber natürlich noch weitere Videos dieses Jahr. Nur, ich werde dann im Jahre 2021 dann direkt mit den Trends anfangen sozusagen, was noch übrig ist davon. Ist nicht mehr viel, aber ich habe noch eine Idee. Und ja, wir wollen uns heute Security angucken. Jetzt muss man sich bei Security immer überlegen, was genau ist eigentlich passiert? Warum brauchen wir mehr Security in manchen Bereichen? Und ja, ich glaube, da dürfte jedem klar sein, von was für Bereichen ich spreche. Wir sprechen natürlich von Homeoffice, was durch die Corona-Pandemie einfach ja, stärker betroffen ist, mehr gebraucht wird und dementsprechend auch mehr umgesetzt wird. Homeoffice hat allerdings mehrere Probleme. Und zwar zum einen haben wir nicht unbedingt nur Menschen, die sich mit Informatik auskennen im Homeoffice. Für uns ist es relativ leicht. Ja? Wir können manche Sachen locker remote machen, also zum Beispiel Serveradministration, das steht sowieso meistens woanders. Oder Entwicklercode pushen, also quasi Code einfach in ein Repository reinpushen. Das ist kein Problem für uns. Das kann man auch mittlerweile absolut sicher machen und lösen. Problem ist allerdings, wir haben nicht nur Experten, die ins Homeoffice gehen, wir haben auch Leute, die sich mit IT generell gar nicht auskennen. Und hier muss man immer mehr Leute schulen, wie sie eigentlich von zu Hause aus arbeiten können und trotzdem Security haben. Und ja, man muss natürlich die Firmennetzwerke auch von Zugriff von außen schützen, abgesehen von den Mitarbeitern. Hier sprechen wir natürlich von VPNs. VPN-Technologie ist ziemlich ausgereift, was Security angeht. Allerdings, der große Punkt ist hierbei, wenn sich ein Mitarbeiter einloggt in ein Firmennetzwerk oder in ein Uninetzwerk oder sonst irgendwo rein, dann bringt der immer sein eigenes Gerät mit in dieses Netzwerk. Das heißt, Bring Your Own Device, kurz BYOD, ist ein riesiges Problem für Security, weil wir können nicht davon ausgehen, dass der Hans-Peter, der seit 30 Jahren einen richtig guten Virus auf seinem System hat, auch wirklich weiß, wie er damit umgehen muss, damit der Virus da nicht reinkommt. Ne? Und deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig, sein Sicherheitsnetz gegen Zugriff von außen zu schützen, wenn die Rechner, die sich da einwählen, eigentlich nicht vertrauenswürdig sind. Und das ist gar nicht so ohne. Da muss man wirklich viel Gehirnschmalz reinstecken, wie man das irgendwie lösen kann. Und natürlich dann auch sehr viel mit Restrictions arbeiten. Das heißt, die Mitarbeiter können nur genau das, was sie machen können sollen. Und alles muss eigentlich revertible sein, das heißt zurücksetzbar, falls irgendwas kaputt geht. Und sensible Daten sollten am besten gar nicht vorhanden sein. Aber auf der anderen Seite müssen die Mitarbeiter ja auch irgendwie darauf arbeiten. Und hier haben wir eigentlich einen riesigen Konflikt. Das heißt, der Trend bei vielen Firmen, die sehr viel Wert auf Security legen, geht eigentlich in die Richtung, man gibt den Leuten ihren eigenen Firmenrechner mit und naja, da darf nichts anderes drauf, außer diese sehr sensiblen Daten zum Beispiel. Und das ist teilweise schon gang und gäbe, vor allem in der Informatik, aber in vielen Bereichen ist das tatsächlich noch nicht so. Und ich erwarte eigentlich, dass uns das 2021 früher oder später um die Ohren fliegen wird. Oder dass hier ein riesiges Erwachen stattfindet, dass man halt das nicht machen soll oder dass man da vorsichtig sein muss. Aber ja, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wie ich ein Netzwerk komplett absichern soll gegen solche Bedrohungen, wo man eigentlich den Geräten nicht vertrauen darf. Also ich meine, klar, man kann ihnen einen Firmenlaptop geben und sagen, hey, mach da bitte nichts drauf. Aber wenn der Hans-Peter meint, oh, ich gucke jetzt mal auf irgendeiner Webseite mir mal einen Film an oder so, also die Webseite ist halt nicht ganz so toll, und er lädt sich irgendwas runter und führt das dann aus. Hans-Peter wird das nicht wissen, aber wir werden das im Firmennetzwerk relativ schnell schmecken. Nicht so toll, aber ja, man muss da natürlich hingehen. Auf der anderen Seite die Entwicklerperspektive. Was ändert sich da für uns? Nun ja, wir haben immer mehr DevOps. Das habe ich ja schon in den Softwareentwicklungstrends vorgestellt. DevOps ist ein riesiges Thema und da geht jetzt auch immer mehr der Trend hin, bei den Firmen, die es sich leisten können, DevSecOps zu machen. Und ja, was das im Endeffekt ist, wir stecken zusätzlich zu dem Operations-Mensch, also zu dem Administrator, stecken wir noch einen Security-Menschen in das Team rein, der dann eben die Sachen implementiert, die für Security sind. Oder eben einfach nur mal den Quellcode Probe liest und wirklich überprüft, ob das auch wirklich Hand und Fuß hat, ob das auch wirklich in Ordnung ist, was da fabriziert wurde. Und das ist ein riesiger Fortschritt, weil die natürlich dann auch direkt mit dem Security-Menschen zusammenarbeiten können und nicht einfach nur irgendwelche rohen Anweisungen von oben sozusagen bekommen. Das ist ein richtig guter Plan und viele setzen das auch schon um. Ich denke, das wird sich noch viel, viel weiter durchsetzen. Auf der anderen Seite habe ich im Cloud-Thema auch schon vorgestellt, Cloud ist ein riesiges Thema und immer mehr Anwendungen ziehen in die Cloud um.
Das Problem an der Sache ist die Security. Die Security wird meistens komplett falsch konfiguriert und hier haben wir natürlich einfach das Problem, ein Administrator muss sich quasi mit der Security von der Cloud und mit der Cloud auseinandersetzen, was echt nicht so einfach ist, was aber definitiv immer mehr am Kommen ist und viele Cloud-Leute, die ich kenne, die bilden sich auch immer weiter in Security fort, was natürlich mega gut ist und ja, ich denke, da wird auf jeden Fall noch weitergehen, weil natürlich sich Cloud auch so rasant entwickelt und auch eigentlich noch ein neues Thema ist, also neues Thema ist, wenn man es jetzt mal mit anderen Dingen vergleicht zum Beispiel. Aber ja, es ist auf jeden Fall noch mehr Cloud Security möglich. Wir haben zum Beispiel auch immer mal wieder irgendwelche Schwachstellen, zum Beispiel diese Spotify-Accounts, die gefunden wurden, waren alle in irgendwelchen Cloud-Buckets drin, die nicht abgesichert wurden oder Pray.com oder was auch immer ihr haben wollt, ne? Gerade auch in dieser Hinsicht ist auch immer mehr KI im Spiel. Das heißt, wir haben sowas wie KI-automatisiertes Testen von Anwendungen, Überprüfen, Pentesting sogar mit einer KI, Überwachen von Anwendungen mit Hilfe von KI, auch gerade im Security-Bereich ist immer mehr KI am Start. Und ja, das war eigentlich abzusehen, das wird jetzt noch weitergehen, da wird sich noch mehr entwickeln und da werden immer mehr Leute einsteigen und versuchen irgendwie KI für Security zu entwickeln. Und das ist einfach cool, weil ja, KI kann einem Arbeit abnehmen. Sie kann die Arbeit nicht komplett wegnehmen, aber sie kann langweilige Aufgaben automatisieren. Zum Beispiel gerade so Sachen wie Log-Analyse oder sowas. Kann man wunderbar mit einer KI machen. Nächster Bereich ist natürlich, also jetzt haben wir eigentlich noch so mehrere Bereiche. Der eine Bereich bezieht sich jetzt noch auf die Entwicklung an sich. Und zwar werden wir immer mehr auch Offensive Security sehen. Also sowas, was wir hier machen. Pentesting, wobei wir das aktuell gerade nicht machen, was wir aber bald wieder machen werden. Kleiner Spoiler hier an der Seite. Wir werden bald auch wieder Offensive Security machen. Okay, ich spoilere jetzt euch einfach mal hier. Und ja, natürlich geht auch der Trend immer mehr bei den Entwicklerteams in Richtung Security, Offensive Security auch. Wobei viele leider meistens immer noch keine Zeit dafür haben, weil ja, man hat eigentlich offiziell nur 8 Stunden am Tag und man macht eh schon Überstunden. In den meisten Fällen reicht dann die Zeit bzw. das Personal nicht, um noch richtig schön Offensive Security zu machen, aber dafür gibt es ja externe Dienstleister, ne? Okay, nächster Bereich ist allerdings ein bisschen tricky. Und zwar gerade im Healthcare-Bereich, der ist ja jetzt wirklich, also die brauchen wir einfach, der ist dringend, ja. Aber wie wir auch schon im Interview mit André gesehen haben, es ist ein bisschen schwierig, da wirklich alles abzusichern, weil Geräte, Patches und so weiter, IoT ist immer mal wieder ein Problem. Was übrigens nicht nur im Healthcare-Bereich ist, IoT ist überall generell ein Security-Problem oder meistens ein Security-Problem. Man darf jetzt nicht pauschalisieren hier, aber gerade im Healthcare-Bereich zieht sich das halt durch. Und ja, die Anwendungen sind super speziell, aber man braucht halt auch irgendwie Security und da wird mehr investiert werden müssen. Aber ansonsten haben wir einfach noch viel, viel mehr Probleme, weil die aktuell wirklich die häufigsten Ziele sind von Angriffen einfach. Weiter geht's mit dem Bereich Zahlungsmittel oder auch andere Anwendungen und Dezentralitäten. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Blockchain. Blockchain, also Bitcoin und Co., ich sage jetzt hier absichtlich und Co., ist immer mal wieder ein Trendthema. Und ja, viele benutzen es als Zahlungsmittel, viele benutzen es als Investitionsmittel. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe die Technologie als solches sehr, sehr mächtig. Denn man hat danach nicht mehr wirklich so Datenbanken sozusagen, die auf einem Server liegen, sondern man hat Datenbanken, die an alle ausgeliefert werden können, die in diesem Netzwerk teilnehmen wollen. Und das bringt gleich nochmal einen ganz anderen Geschmack mit sich. Denn man muss diese Datenbank nicht mehr hosten, also man braucht quasi keinen Speicher mehr bei sich zu Hause oder bei sich auf dem Server, sondern man liefert diese Datenbank an alle aus. Das ist erstmal, klingt das absurd, man muss aber diese Datenbank natürlich dann auch so absichern, dass die Informationen, die da drin stecken, nicht wirklich Sinn ergeben, nicht wirklich nachvollziehbar sind. Und das machen Blockchain-Technologien wirklich sensationell gut. Zahlungen einfach, ja, man kann zahlen und ich weiß am Ende nicht, wie viel Geld ich ausgegeben habe, wie viel Geld derjenige bekommen hat. Und das ist einfach faszinierend, wenn man solche Transaktionen quasi vor aller Augen darstellen kann, aber trotzdem sind sie kryptografisch so abgesichert, dass niemand weiß, was da genau passiert ist. Und sowas ist tatsächlich möglich, schon jetzt. Und natürlich geht das nicht nur mit Zahlungsmitteln, sondern noch mit sehr viel mehr Daten. Und da wird definitiv noch mehr passieren in dem Bereich. Ich werde nächstes Jahr auch mal wieder ein bisschen mehr Blockchain machen. Also
nicht jetzt Zahlungsmittel, Blockchain, sondern eben auch Smart Contracts oder sowas habe ich mir vorgenommen, aber das müssen wir gucken, wie es da zeitlich reicht, ob ich das wirklich schaffe. Ich versuche es aber auf jeden Fall. Gerade im Bereich aber auch von Blockchain rumgenommen ist quasi Privacy, ja, also das heißt, wenn ihr so ein Zahlungsmittel habt, wo niemand sehen kann, wie viel ich ausgegeben habe, wie viel der andere bekommen hat, ist natürlich auch klar, dass das für die Privatsphäre seiner Benutzer extrem gut ist. Und das ist natürlich was wir auch unbedingt haben wollen. Wir wollen die Privatsphäre schützen von den Leuten. Wir wollen mehr Datenschutz haben. Und zwangsläufig heißt das dann, okay, wir müssen die Daten sozusagen unkenntlich machen. Wir müssen die Daten wirklich nicht zugänglich machen und Blockchain ist dann natürlich super toll dafür, weil die Daten sind vor aller Augen. Jeder kann überprüfen, was man lesen kann. Das heißt, es kann eigentlich in dem Sinne keine Datenleaks geben, weil jeder alle Daten schon permanent hat. Es kann höchstens einen Fehler in der Konzeption geben und naja, der wird eigentlich relativ schnell aufmerksam, also der wird relativ schnell publik. Und dementsprechend Blockchain und Privacy passt wunderbar zusammen eigentlich. Das Problem ist natürlich, andere Plattformen sind nicht unbedingt dezentral und ja, da ist natürlich dann trotzdem Privacy auch immer wieder ein großes Thema. Und wir haben in Deutschland jetzt schon eigentlich wirklich strenge Verordnung, die DSGVO, beziehungsweise die ist ja nicht nur deutschlandweit, sondern EU-weit und ja, ich denke, immer mehr werden auch davon betroffen sein. Natürlich nicht jedes amerikanische Unternehmen leider, weil manche einfach sich weigern, einen Sitz in Europa zu haben, aber es wird im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass immer mehr Richtung Privacy auch getan wird, auch gerade was Messenger angeht. Da gibt sich der Gesetzgeber auf der einen Seite sehr viel Mühe, es den Unternehmen schwer zu machen, auf der anderen Seite ja, zerstören sie es dann auf andere Art und Weise wieder und da könnte es natürlich dann auch noch ein bisschen kritisch werden. Okay, aber ja, das war es eigentlich von den Security-Trends und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist quasi so ein Wrap-up, was euch wahrscheinlich erwarten wird. Wir werden hier auf dem Kanal noch sehr viel Security machen, das habe ich mir definitiv vorgenommen, ist eigentlich auch mein Lieblingsthema, mache ich am häufigsten und ja, dementsprechend ist klar, dass es hier noch mehr Thema davon gibt. Genau, wir hören uns wieder beim nächsten Mal und ja, bis dann. Ciao.